Der Wolf kehrt zurück und mit ihm eine hitzige Debatte über Angst, Freiheit, Naturverbundenheit und Verantwortung. Am Niederrhein sorgte besonders ein Rudel immer wieder für Aufsehen: die Wölfin Gloria und ihre Nachkommen. Doch plötzlich Stille. Die Tiere gelten als verschwunden. Was ist passiert mit Gloria? Was bedeutet es für den Wolf einzutreten? Gegen Angst, gegen Vorurteile und politische Ignoranz. Wir führen ein Gespräch über Schutz, Aufklärung und emotionale Verbundenheit mit einem der faszinierendsten Tiere unserer Zeit. Wölfe sind Spiegel unserer Gesellschaft. Dieser Podcast will aufklären, Brücken bauen und vor allem eines tun: berühren. Und Jos, wie seid ihr dann hier gestartet? Naja, war ein bisschen schwierig mit also wir haben Baugenehmigungen, Genehmigungen von Veterinäramt, unserer Naturbehörde, die haben wir alle bekommen. Es war schwierig, weil die sagen, ja, es gibt ja keine Ausbildung. Wo lerne ich mit Wölfen umgehen? Den gibt es nicht. Also da brauchen die Referenzen. Ja, ich war schon in die Zeit bei Werner Freund unterwegs. Ich war bei Erich Klinghammer in Amerika. Und die haben dann das Veterinäramt bestätigt, also doch, wir kennen ihn, wie er mit den Tieren umgeht, was er macht. Und wenn jemand genehmigt kriegen soll, Wölfe halten zu können, dann ist der das. Und so habe ich dann irgendwie die Genehmigung bekommen. Vielleicht für die Leute da draußen einmal kurz: Werner Freund, Klingbeil, vielleicht in kurzen Sätzen, wer sind diese beiden Männer gewesen? Ja? Wer waren sie und wer waren sie in der Welt der Wölfe? Das waren ja Berühmtheiten. Ja, Werner Freund war eins der ersten, der eigentlich so direkt zwischen Wölfe lebte, also mit den Handaufzucht, mit den Umgängen, mit die Wölfe lebte. Der lebt ja so lange nicht mehr. Erich Klinghammer auch nicht. Erich Klinghammer hat Wolfpark in Amerika gegründet. Er war eigentlich ein Deutscher, also ein deutscher Wissenschaftler, der nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Hitler, glaube ich, irgendwie die Wissenschaftler alle haben für, was weiß ich, und viele Wissenschaftler sind geflüchtet und Erich Klinghammer ist nach Amerika geflüchtet und hat dann einfach da den Wolfpark gegründet. Aber der lebt hier mittlerweile auch nicht mehr. Und du warst in Amerika bei ihm auch? Ja, ich bin immer überall hingereist, weil wir hatten hier noch keine Wölfe. Sobald die hier waren, bin ich auch in der Lausitz, in Niedersachsen. Ich ging nach Schweden für Wölfe, aber auch nach Amerika. Der freute sich immer, Erich Klinghammer, weil der war mit einer amerikanischen Frau verheiratet. Und endlich, wenn Jos kommt, ich bin da mehrmals gewesen, dann kann ich wieder Deutsch reden. Der hat einen deutschen Schäferhund, er war ja deutsch, dann hat man einen deutschen Schäferhund und den kompletten Wolfpark. Und im Haus hatte der merkwürdigerweise Chihuahuas. Er hatte Chihuahuas im Haus. Ja. Und im Gehege Wölfe. Ja. Ja, es ist natürlich eine Berühmtheit gewesen, ganz klar, beide eigentlich. Würdest du sagen, du hast von beiden auch viel gelernt, oder denkst du, das meiste hast du auf der Straße mit Wolf gelernt? Das sind andere Erfahrungen. Ich denke draußen mit den Wolf und da natürlich. Aber auch bei Werner Freund, man kriegt überall mit, wie er damit umgeht. Ja, Werner Freund war ein bisschen altmodisch. Der ging ein bisschen auf eine harte Tour mit denen um. Werner Freund, der war ja früher beim Militär. Der war Ausbilder. Der war so, wie man früher immer dachte, Wölfe haben eine strenge Hierarchie. Ich muss ein Chef sein. Und so ging er auch mit den Wölfen um. Junge Wölfe, Wolfswelpen, Fleisch im Mund, knurrend vor denen. Ich muss den Chef. Er meinte halb, das muss so sein. Wir haben oft gesagt, ja, ich glaube, ich würde das anders machen. Aber ja gut, was weiß ich, Werner Freund macht das ja schon länger. Also okay, dann traut man sich nichts zu sagen. Das ging auch nicht bei Werner Freund. Werner Freund, der war der Obermeister
Die meisten, die bei ihm arbeiten, die dürften auch nicht direkten Kontakt mit den Wölfen haben, weil er war der einzigste Chef. Also ich war oft bei Werner Freund, dann hatte der Wolfswelpen zum Großziehen und die Mitarbeiter bei ihm dürften keinen Kontakt mit den Wölfen haben. Also wir gingen dann so mal Wolfswelpen an der Leine, wir gehen mit denen spazieren. Und Werner Freund war der Einzige, der direkt mit die knuddeln dürfte. Also die Wölfe mussten ihm anerkennen, er war der Chef. Die anderen Mitarbeiter da dürften nicht direkt Kontakt haben. Ich habe dann immer gedacht, was soll das, heißt Blödsinn. Und dann habe ich weiß noch gut, wie ich dann die Welpen, dann streichelte ich die Wolfswelpen und die Mitarbeiter, die dann wirklich, die hatten Schiss ein bisschen, ne? Die hatten riesen Respekt für Werner Freund. Also die haben dann, ich weiß, die dann, Jos, hör auf, wenn Werner das sieht, der haut dich in die Pfanne gleich. Ach, nee. Aber Werner Freund lebte wie ein Wolf selbst. Also wie er dachte, wie es ein Wolf sein musste, so lebte der auch. Also seine Mitarbeiter warnten mich, Jos, das geht nicht, du kannst nicht mit die Wolfswelpen knuddeln, das darfst du nicht, das darf nur er. Ich mach, was ich will. Also Werner Freund kriegte das mit, er sieht das und er ist früher immer mit Zigarre im Mund, mit seinen Militärklamotten an. Der konnte immer auf so eine böse Art gucken. Zigarre im Mund. Und dann rief er mich, Jos, komm mal hier. Was willst du denn jetzt wieder? Der muss mal zeigen, dass der Chef ist. Ja, ja. Und dann drehte er sich mit dem Rücken zu mir. Jos, komm her. Also okay, wenn du rufst. Ich laufe also zu ihm. Was willst du denn? In der Zwischenzeit holte der seinen Pimmel raus. Als ich bei ihm war, dreht er sich um und hat mich angepisst. Er meinte, so zeig ich, wer hier Chef ist. Klinghammer war überhaupt nicht so, nein. Also Monty Sloan und die haben mehr die Arbeit mit den Wölfen gemacht, weil er war alt, nicht mehr so gut auf die Beine. Also eigentlich ging der nie mit mir bei die Wölfe rein. Der war nicht mehr so fit. Einige Jahre später, naja gut, dann ist er auch gestorben. Was hat ihn unterschieden? Wo waren die Unterschiede gewesen zwischen diesen beiden Männern? Ja, Klinghammer war nicht so, ja gut, Werner Freund war, vielleicht weil der immer beim Militär war, Fallschirmspringenjäger, irgendwie sowas war der, also, Militär, ich bin Chef, du musst dich unterordnen. So war Werner Freund halb und Klinghammer überhaupt nicht. Der war Wissenschaftler. Also wie man sich einen Wissenschaftler vorstellt, eher vielleicht zurückgezogen, ruhiger, ja, es war sein Bild, aber der ging ja nicht mehr mit bei die Wölfe rein. Ne? Also der wohnte mitten auf den Wolfpark, aber meistens am Monty Sloan hatte ich das meiste Kontakt mit. Der machte die Arbeit mit ein paar anderen Arbeitnehmer da mit die Wölfe. Somit hast du ja wirklich bei sehr, sehr guten Leuten gelernt und du hast selber eine Erfahrung gemacht, als du mit deinem Wolf auf der Straße gelebt hast. Diese Erfahrung und das, was du über Wölfe weißt, gibst du heute ja auch wieder in Seminaren, in Kursen. Und wie machst du das? Also, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne etwas mehr über Wölfe erfahren, ich möchte gern zu Jos de Bruyn, da lerne ich was. Ja, wie können die Leute das? Was machst du dann? Wie geht das? Ja, die Seminare sind einen ganzen Samstagmittag, also 5 Stunden lang mit PowerPoint-Präsentationen, zeige ich Filme, aber auch wissenschaftliche Forschung, Sachen über Wölfe und erkläre halt, wie der Wolf tickt. Was sind die Unterschiede? Weil ich habe ja Timberwölfe, Polarwölfe, ich habe europäische Wölfe ich habe auch ältere europäische Wölfe aufgenommen, ich habe Wildfang aufgenommen, ich habe auch von klein an, also Handaufzucht, europäische Wölfe aus dem Wiesentgehege damals mal geholt. Die leben jetzt auch nicht mehr, 13, 14, dann ist mal Ende bei die Wölfe auch. Also die Unterschiede zwischen diesen Unterarten von Wölfen,
Die kennt man, ne? Weil ich die nebeneinander habe. Jeden Tag sehe ich die, auch die Wolfhunde sieht man. Den Unterschied, ein Wolfhund ist noch lange kein Wolf. Und dann gibt es ja auch noch, Wolfhybriden ist so ein schwieriger Begriff, ist eigentlich nicht mal ein richtiger Begriff, weil Hybride ist eine Mischung von Pflanzen oder Tieren von verschiedenen Art. Und die Nachkommen sind dann meistens steril. Und der Wolf und Hund sind ja gleiche Art, es sind nur verschiedene Subspecies. Wie viel von den Genen her, wie nah sind die sich? Ja, ein Hund ist auch nicht immer ein Hund. Hä? Ich habe einen Hund, ja. Der eine hat einen Pudel, der andere einen Terrier, dann gibt es einen Jagdhund, dann gibt es einen Hirnzuchthund, die sind alle anders. Ja? Also ein Wolfhund, die Salos-Wolfhunde sind völlig anders. Doch es gibt da vergleichbare, die Scheu von die Salos-Wolfhunde, was bei den Tschechen weniger da ist. Aber einen größeren Unterschied mit anderen Hunden, wie ein Hund mit 6 Monaten läufig, die Wolfhunde sind auch im 2. Jahr erst fruchtbar, werden einmal im Jahr läufig. Die Reaktionen sind natürlich vergleichbar mit einem Wolf. Wenn ich den vergleiche mit einem Pudel, natürlich siehst du mehr von den Wolf. Aber wenn ich normale Wolfhunde oder die Wolfmischlinge, wo mehr Wolf drin ist, es gibt ja High-Content Wolf-Dogs, wo du 90% Wolfsanteil hast, oder, dann siehst du die Unterschiede. Ja, den amerikanischen Wolf, den europäischen Wolf, da sind kleine Unterschiede, die einfach ganz deutlich da sind. Aber das sieht man, wenn ich die nebeneinander jeden Tag sehe. Und ich sag mal, diese Wesensmerkmale, diese Unterschiede, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben. Da könnten wir jetzt gar nicht mal eben in ein paar Minuten drüber reden. Das sollten wir vielleicht sogar noch zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen. Und die Menschen aber, die sich für die Seminare interessieren, die können sich das aber auch wirklich live ansehen. Die Unterschiede auch und dass du es erklärst und dass du denen zeigst, was sind überhaupt Wölfe. Und sie kommen auch mit denen in Kontakt, oder? Was heißt in Kontakt? Haben wir immer so gemacht. Jetzt meint das Veterinäramt, dass man irgendwie zur Schaustellung Genehmigung haben soll. Eigentlich dann sollen die abgeben, weil ich habe ja schriftlich von denen, dass ich alles habe, was ich dafür brauche. Aber da gibt es ein paar Konflikte, weil wir haben ja eine Person in Wesel halt, der eigentlich für Tierschutz, also Naturbehörden, aber ja, wenn er selber Rinder hat in Glorias Gebiet, eigentlich immer den Wolf weghaben will. Und ich bin ja für den Wolf und dann da kann es dann mal kleine Konflikte geben. Hm? Das heißt also, man macht dir jetzt Schwierigkeiten in Bezug darauf, dass man nicht will, dass die Leute die Tiere besichtigen können. Aber das ist doch gerade das Tolle. Hier hat man doch die Möglichkeit, Menschen mit diesen Tieren einmal in unmittelbarer Nähe zusammenzubekommen, damit sie sich wirklich ein Bild haben. Das machen wir auch. Ich mache die Seminare ja auch. Man kann dafür kommen. Früher habe ich das bis voriges Jahr gewerblich gemacht. Jetzt mache ich es nicht mehr gewerblich. Ja? Und wo ist jetzt die große Schwierigkeit, dass man dir das jetzt so auferlegt? Naja, weil die haben ja eine Abschlussgenehmigung erteilt, Kreis Wesel, für die Gloria. Voriges Jahr. Das Jahr davor ist so. Ne? Und ich war ja immer im Wald unterwegs und habe viele Aufnahmen von dieser Wölfin und ihr Rudel, der Partner, den neuen Partner, die Welpen. Und die Abschlussgenehmigung wurde erteilt, weil es einen zweiten Riss gab, weil man kann ja erst ein geschütztes Tierart schießen, genehmigt, wenn die mindestens 2-mal in 3 Monate gut geschützte Schafe gerissen hatte. Und der zweite Riss haben die bei einem großen Landwirt, sag ich mal, da war eine Weide wolfsabweisend eingezäunt. Da waren aber nur nie Schafe drin. Und das habe ich ja, regelmäßig ein bisschen dokumentiert. Und als die Abschlussgenehmigung kam, dann haben wir mit BUND, vors Gericht, dann ist diese Abschlussgenehmigung zurückgenommen.
ich musste dann irgendwie eine eidesstattliche Versicherung abgeben über diese Weidezaun, Schafe und konnte nachweisen, dass Gloria auch Welpen hatte. Weil ich die Videobilder davon hatte. Das heißt, du warst der Erste, der es eigentlich nachweisen konnte, dass Gloria Welpen hat. Ja, das war nicht der erste Wurf, ja, aber von dem Wurf hatte ich die erste Aufnahme, dass die Welpen hatte, ja. Wann war das? 2022. Und in dieser Zeit gab es ja immer wieder Probleme. Also immer wieder Probleme, die teilweise ja auch gemacht wurden. Und dann auch natürlich Situationen, in denen du ja auch mit reingezogen worden bist, auch öffentlich. Ja, ich habe immer berichtet über Gloria und naja, die Welpen hatte, die hatte ihren ersten Partner, Rüde, dann war der verschwunden, dann war schnell ein neuer Partner da. Jetzt sind die, glaube ich, überhaupt nicht mehr da. Was lässt dich das glauben? Also ich bin überzeugt, ich glaube schon, ich weiß, wer dahinter steckt. Das ist also jetzt momentan sowieso öffentlich. Man spricht ja irgendwie darüber, manchmal hinter vorgehaltener Hand, weil die Leute fragen sich, wo sind die Wölfe? Und du kannst jetzt mit Sicherheit sagen, die Wölfe sind auf jeden Fall weg. Naja, es gibt keinen Beweis, oder? Ich meine, es ist ja erst ein Mordfall, wenn das Opfer, die Leiche gefunden wird. Und der toten Wolf, Gloria, ist nie gefunden worden. Also gibt es keinen Beweis. Dass ein ganzes Rudel seit einiger Zeit plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist. Wir haben so viele Jahre darüber gesprochen. Wir haben auch gemeinsam Presseveranstaltungen gemacht. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wo wir die Landwirte, die Wolfsgegner, die Wolfsfreunde, wo wir die zusammengebracht haben, wo du erklärt hast, was Wölfe überhaupt sind, damit wir Brücken bauen. Damit es irgendwie möglich wird, eine Koexistenz zwischen Mensch und Wolf zu schaffen. Aber es gab viele, die überhaupt nicht hören wollten. Trotzdem, du warst immer ein Vorreiter. Und jetzt, auf einmal, ist Gloria weg. Was könnte denn passiert sein? Theoretisch gesehen könnte natürlich auch ein natürlicher Tod. Sie kann Verletzungen, Krankheit, kann alles Mögliche sein. Nur fällt einige Sachen aufeinander, sind ein bisschen zu zufällig. Bis 2022, es gab sehr viele Risse. Man weigerte immer, viele weigerten vernünftig Schafe zu schützen. Leider kam es auch zu Ponyrisse. Also ich meine, es tut mir schon leid natürlich, wenn jemand, das waren dann meist so die kleinen alte Ponys, aber wenn du 25, 30 Jahre einen Pony hast und du liebst deinen Pony, gefällt es dir nicht, wenn die Wölfe den Bauch aufgerissen und du findest dein Tier tot auf der Weide. Also das kann man dann auch verstehen. Und leider, ja gut, den zweiten Ponyriss, die haben die nachts liegen lassen auf die Weide. Ich bin noch vorbeigefahren, da war ein Wolfsberater da. Es war mitten im Wald, also wirklich mitten im Wald eine kleine Weide. Du kannst ihn ja nicht liegen lassen, aber weil man den Besitzer noch nicht kontaktieren konnte, dürfte man das Pony nicht von die Weide entfernen. Du kannst ihn aber nicht liegen lassen, weil die Wölfe kommen heute Nacht zurück. Jetzt die Schafe werden entsorgt, werden weggeholt. Und wenn du das Pony liegen lässt, dann was sollen die Wölfe daraus lernen? Dann lernst du eigentlich, hey, Ponys, das ist viel besser. Weil da kann ich mehrere Tage von essen. Und die kamen auch sofort die Nacht zurück. Und danach wurden fast jede Woche gab's 7 Ponyrisse hintereinander. Leider, aber es ist nun mal passiert. Es waren an dem Zeitpunkt auch immer weniger Schafe ungeschützt. In Hüngserwald waren die Schafe mittlerweile endlich geschützt oder wenn die nicht gut geschützt waren, dann gingen die nachts im Stall. Viele hatten Hirnschutzhunde. Da hatte Gloria, es gab genug Wild im Wald. Also Beute war vorhanden, aber ja, die hat natürlich gelernt, die einfache Beute, warum soll ich mir hinter einem Wildschwein hier, das machten die auch. Aber sie hat natürlich auch gelernt, Schafe sind einfach zu kriegen. Dann ist die nach Voerde gegangen, ein paar Mal, und danach hat die dann rausgefunden, ich kann ja auch über die Lippe gehen. Und da sind Schafe ungeschützt.
Ja, und dann fing es voriges Jahr an, dass in Dämmerwald auch ein Pony gerissen wurde, Drevenack, und dann Schafrisse im Dämmerwald von die Gloria. Es war das erste Mal, dass es dort dazu kam. Was ist dann geschehen? Wie haben denn dort die Landwirte reagiert, die dort ansässig waren im Dämmerwald? Ja, es war keine freute sich natürlich. In Dämmerwald waren mehrere, also richtige Wolfsgegner. Also die waren schon was heftiger als in Hünxe. Ich meine, in Hünxe hat auch niemand sich gefreut, wenn er deine Tiere reißt. Freut man sich nicht bestimmt darüber, das ist alles klar. Aber in Dämmerwald war es schon was heftiger. Also das waren, sag ich mal, so richtige Wolfsgegner gibt es da. Also nur ein Landwirt, wo dann deutlich dann irgendwann so eine Weide war, die gut wolfsabweisend geschützt war, aber es waren keine Schafe drin. Und das fiel mir immer auf, das habe ich dann mehrmals ein bisschen so abfotografiert. Und das Blöde war auch, eine Weide ist gut geschützt, ohne Schafe, und direkt daneben an, andere Seite der Straße stehen die Schafe ungeschützt. Warum soll ich dann irgendwo in einen Zaun reingehen, wo eigentlich dann keine Schafe sind? Und wenn da Schafe drin wären, warum soll ich mir die Mühe nehmen, wenn ich nebenan die einfach kriegen kann? Also liegt der Verdacht da, dass die einfach gewartet haben, bis ein paar Schafe gerissen wurden von Gloria. Andere Seite von der Straße schmeißt man den vielleicht da mal in die Weide, die gut geschützt ist, und sagt dann, nee, Ladolf, ihr müsst das kontrollieren, guck mal, da ist ein Schaf gerissen. Die nehmen dann DNA-Proben, aber die können ja nicht sehen, wo der Riss tatsächlich gewesen ist. Was hat sich daraus entwickelt? Naja, dann kam eine Abschussgenehmigung, weil gut geschützte Schafe gerissen waren. Und das ist dann das wurde vor das Gericht dann angefochten, und ich habe etwas mitgeholfen, mit was Dokumentation über diese Weide und über Welpen, die sie hatte. Und da hat der Richter dann gesagt, die Abschussgenehmigung gilt nicht mehr. Es ist verboten, die darf nicht geschossen werden. Wir hatten damals geglaubt, jetzt ist es durch und der Richter wird das freigeben, und dann ist es zum Glück halt anders gekommen. Wo ich immer gedacht habe, vielleicht ist das der Moment, ja, dieser Moment, wo wir eine Brücke schlagen können, wo wir einfach sagen, wie können wir auf der anderen Seite die Landwirte verstehen, wie kann man ihnen helfen, sich besser zu schützen und damit aber auch den Bestand der Wölfe weiter zu ermöglichen. Ich weiß, wie oft wir darüber gesprochen haben. Ich weiß auch, dass wir mit der Zeitung, mit Journalisten geredet haben. Du hattest viele Vorschläge gemacht, und du hast heute noch sehr gute Ideen und Vorschläge, was man machen sollte. Aber ich habe manchmal das Gefühl, man wollte das überhaupt gar nicht mehr hören. In Hünx ist so, wir haben es gibt ja auch Wikiwolf zum Beispiel, die helfen auch beim Herdenschutzaufbau. Haben die in Hünxe auch oft genug gemacht. Die helfen beim Aufbau von Zäune, auch bei Schäfer, die sich nicht freuen über den Wolf. Aber dann kann man ja ihnen helfen. Das wird ja einigermaßen finanziert. Man muss es aufbauen, und da kann man bei geholfen werden. Es gibt aber auch leider ein paar, die wollen da überhaupt keine Hilfe. Die wollen nur die Wölfe töten. Warum? Ja, das musste man dann den fragen. Ja, aber wenn man sagt, es gibt doch die Möglichkeit, man kann sich doch schützen, und es gibt doch auch die Möglichkeit, sich fördern zu lassen. Man muss die entsprechenden Maßnahmen natürlich tragen, nicht nur Zäune bauen. Ich bin heute immer noch ein Freund davon, dass man sagt, ein Schäfer sollte sich Hunde halten. Es gibt ja auch tolle Beispiele von Schäfern, auch bei uns in der Region. Der Mike zum Beispiel, der eine sehr gute Arbeit gemacht hat mit seinen Herdenhunden. Wirklich eine tolle Arbeit. Wieso haben da nicht alle gesagt, das ist der Weg? Und die Politik hatte die Aufgabe, und zum Teil wurde das ja auch wirklich getan, vielleicht oft zu spät, zu sagen, gut, wir unterstützen das. Und auf einmal redet da keiner mehr drüber, von welche Schutzmaßnahmen treffen wir, sondern man spricht nur noch darüber, was können wir tun, um eine schnellere Entnahme zu ermöglichen. Sprich, was können wir tun, um die Wölfe schneller zu schießen. Bevor wir jetzt zu dem Moment kommen oder zu der Situation, in der wir momentan sind, dass Gloria weg ist, erzähle ich dir kurz eine Geschichte. Ich war vor einer Woche, vielleicht ein paar Tage mehr, war ich mit meinem Hund unterwegs. Ich war am Rhein unterwegs.
Und dort habe ich jemanden gesehen, ich möchte keine Namen nennen, ich sage auch nicht welche Redaktion. Das war ein Journalist, ein Moderator. Und er hatte an diesem Tag, stand er dort und hatte Menschen interviewt. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich habe ihn gesehen. Ich habe mich dahingestellt mit meinem Hund. Und ich hatte mich gefragt, Jos, warum berichtet dieser Mann seit Jahren nicht mehr, zum Beispiel über meine Theaterstücke oder als ich den Roman veröffentlicht habe. Ich bin ja Künstler, nicht nur hier bei uns am Niederrhein, aber man kennt mich. So, ich arbeite deutschlandweit, aber vor allem hier. Das ist meine Heimat. Also frage ich ihn, entschuldige bitte, ich habe dir öfter eine Einladung gegeben, ich habe dich zu meiner Premiere eingeladen, Film, Theater, was ist los? Warum berichten Sie nicht mehr über mich? Warum haben Sie meine Nachrichten nicht bekommen, meine Mails? Da schaut er mich an und er sagt, doch, die habe ich bekommen. Ich sage, und wo ist das Problem? Das Problem ist, ich werde nicht mehr über sie berichten. Und ich sage, okay, warum? Was habe ich Ihnen getan? Und er sagt, mir gefällt Ihre Haltung nicht, die Sie zu den Wölfen haben. Es gefällt mir nicht, wie Sie sich für die Wölfe einsetzen. Und ich sage, und deswegen canceln Sie mich? Deswegen schreiben Sie nicht mehr über mich, berichten Sie nicht, weil ich meine Meinung habe, meine Meinung, die nicht deine Meinung ist, und er sagt, ja. Und jetzt können wir uns vorstellen, was hier passiert, gerade bei dir, der eine sehr klare Meinung hat und nicht nur das, sondern der selber Wölfe erzieht, sich mit Wölfen auskennt und der immer wieder gesagt hat, wie könnt ihr miteinander auskommen? Ich kann euch helfen. Ich weiß das. Ich weiß sogar, dass wir vorgeschlagen haben, dass du, Jos, eine Anlaufstation sein kannst für Probleme, für die Fragen der Landwirte, auch für die Sorgen von Anwohnern, damit man mit denen drüber spricht. Aber es ist alles im Sande verlaufen. Du hast die Hand gereicht, sie haben sie nicht erwidert. Und jetzt frage ich dich, jetzt sind wir an diesem Punkt. Gloria ist scheinbar weg. Und zuletzt, sagtest du, gab es diese Risse im Dämmerwald. Dann gab es die Entscheidung des Richters, auf den Abschuss zu verzichten. Ja, bei den Landwirt, da hast du ja die Wölfe, ich hatte mit denen so ein, wie heißt das, also die haben mich im Wald, da war Gloria noch nie, im Dämmerwald, habe ich den auch so mal getroffen, die haben uns, dann hat er einige Personen, Jäger, irgendwie so Bekannten von denen dazugerufen, haben mich umkreist. Das ist auch es gibt Journalisten und Journalisten, ne? Es gibt auch so eine Journalistin von so einer Online-Zeitung, die nur gegen die Wölfe hetzt. Die war sofort dabei. Die haben sogar berichtet, ich hätte den Weg versperrt. Und die Polizei hatte eine Anzeige aufgenommen. Das war gelogen, weil Polizei hat überhaupt keine Anzeige aufgenommen, weil ich dürfte da sein. Ich habe ja auch ein Video gemacht, weil die haben mich eingekreist. Also wirklich vor mir, hinter mir alles, damit ich nicht wegkommen konnte. Wo war das? In Dämmerwald. Was hast du da gemacht? Ich hatte eigentlich, zufällig war ich da, ich hatte eine Wildkamera irgendwo, da war eigentlich nur eine Höhle. Fuchse hatte ich da eine Kamera und die wollte ich wieder rausholen. Und dann hatte ich schöne Aufnahmen vom Fuchse da einfach drauf, zufällig. Und dann kamen diese Leute? Ja. Woher wussten die denn, dass du da warst? Naja, die kannten mein Auto. Also es war eigentlich die Tochter von denen, der kam vorbeigefahren und ich hörte immer, was ist denn da los? Aber ein Haufen Geschrei um mein Auto. Das war die Tochter von dem. Naja, die wollte mein Auto filmen und als ich dann, was willst du filmen? Dann film mich doch. Dann wollte die plötzlich abhauen und fing an zu schreien, Hilfe. Weiß nicht warum. Dann ist die weggegangen und ich war ja mit meiner Mitarbeiterin, die saß dann im Auto. Das hat die, ja, keine Ahnung. Haben wir nur was gequatscht, bevor ich wegfahren wollte. Und dann kamen mehrere Autos, die mir ein bisschen umkreisten. Und dann gab es ein bisschen Streitigkeiten. Wie kann man sagen, was für Streitigkeiten? Hattest du das Gefühl gehabt, dass du bedroht wirst? Ja, die versuchen das vielleicht, aber ich meine, sonst ist da nichts passiert.
Ich habe den letztens auch noch getroffen. Ja, dann ich sollte mal aufpassen da, so allein im Wald. War nicht alleine. Die hatten auch diese Reporterin, Journalistin war auch. Die haben mehrere angerufen, die dann an der Seite stehen und irgendwie was beobachten, glaube ich. Weiß nicht, was die wollten. Und dann kam der auch wieder, hier gehört alles mir, was machst du hier? Es ist ein öffentlicher Weg, was mache ich hier? Geht dich eigentlich überhaupt nichts an, was ich hier mache? Und dann, klar, ja, was ist bedrohen? Der versucht so ein bisschen, ich sollte aufpassen, aber gut, dann sage ich, aufpassen für was? Vielleicht musst du aufpassen. Also ich lachte ihn eigentlich ein bisschen ins Gesicht aus und das war's dann. Also du solltest aufpassen, dich alleine im Wald aufzuhalten. Ja, vielleicht hat er Angst, dass ich mich verlaufe oder sowas. Ja, das passiert ja auch. So ein Wald ist ja auch sehr unübersichtlich bei Zeiten, je nachdem, wann man dort spazieren geht. Und dann kann es immer mal sein, dass man vielleicht mal fällt oder man tut sich weh. Und das will ja keiner. Ja, aber bei diese Person, Landwirt, also es fällt schon auf, diese Weide von ihm. Man will eine Abschlussgenehmigung, der wird zurückgenommen. Dann gibt es doch mal einen Riss, da gibt es dann keine Videoaufnahmen, weil plötzlich kam da ja auch, es gab dann so ein Video überall mit Nachweis, die Gloria, die Wölfe, die springen ja locker über so einen Zaun von 1,60, was der war. Die super Aufnahmen, aber im Dunkel halb. Ich meine, ein Hund mit einem Körperbau wie ein Wolf oder ein Wolf, das kann man bei so einen Nachtaufnahmen ja nicht sehen. Und der sah so aus wie ein trainierter Hund. Das springt ja rein, 2 Minuten später springt er auch wieder raus, zurück. Soll das jetzt nur ein Beweis sein, um wieder eine Abschlussgenehmigung zu kriegen? Danach war dann auch ein Riss. Dann gibt es da zufälligerweise keine Aufnahmen. Ja, kurz danach, genau aus dieser Ecke, flüchtet ein Wolf aus diesem Waldstück bei ihm zum anderen Waldstück rüber, der auf 3 Beinen, das ist ja auch in den Medien überall gewesen, 3-beinigen Wolf, also dem fehlt ein Bein, als ob der so abgeknallt wurde. Und da waren auch irgendein Jäger mit irgendeinem Bulli, so einem Bus hinterher, man kann den aber nicht nachweisen. Der kam daher, flüchtet weg und nicht mehr zurückgefunden. Ich hatte davon noch nichts gehört und das konnte man wo sehen oder wo gab es dieses Video? Die waren eigentlich überall in die Zeitungen. Auch der springende Wolf, das ist eigentlich sehr bekannt geworden. Überall in die Medien, in Zeitungen kam das. Aber so wie das alles aufeinander, bei dem, der springt darüber, war es überhaupt ein Wolf? Dann hat er Riss und dann einen 3-beinigen Wolf, der da direkt aus das Waldstück bei ihm wegflüchtet, irgendwo anders hin. Und naja, keine Spur mehr von die Wölfe. Da kann man sich fragen, ja, alles sehr zufällig oder ist da doch was mehr passiert? Wenn ich dann kurz danach da ungefähr in diese Ecke bei ihm im Wald bin, dass er sich so aufregt, kann man sich fragen, hat er was zu verbergen? Haben die Angst, dass man irgendwas findet im Wald vielleicht? Wann warst du da? Das war vor ein paar Wochen noch. Weil du ein bisschen spazieren gehen wolltest an der frischen Luft im Wald? Ja, genau. Und da hat man dich gesehen? Ja, erst kommt ein erster Jäger vorbeigefahren, also Geländewagen. Hä? Schon wieder? Und dann wieder langsam zurück. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Und dann kommt ein anderer Geländewagen, auch langsam vorbeigefahren. Dann kommt noch ein Auto mit so einer Reporterin gegen die Wölfe langsam vorbei und gucken, also sehr deutlich, okay, die bleiben dann ein paar 100 Meter weiter stehen. Naja, und dann kam der Landwirt halb. Zu dir? Hochgeschwindigkeit, super aufgeregt. Was machst du hier? Jetzt regst du dich auf. Du siehst doch, ich stehe hier. Darf hier stehen? Alles gehört mir. Nee, das ist ein normaler öffentlicher Weg. Die Felder drumherum und das Waldstück, das gehört dir vielleicht, aber also was willst du überhaupt? Naja, ich fotografiere dir erstmal dein Auto ab. Ja gut, dann drücke ich mein Handy raus, dann mache ich mal ein Video von dir. Das habe ich auch, ein tolles Video. Naja, Blödsinn ist das alles natürlich, aber
Man kann sich fragen, warum regt er sich so auf? Hat er was zu verbergen? Ich meine, wenn der Wolf erschossen würde oder vielleicht noch mehr, weil es gibt komplette Rudel, die sind weg, der Rüde ist weg, Gloria, es ist nicht nur ein Wolf, der zufällig nicht mehr da ist. Wo ist dann ein totes Tier geblieben? Ist der verbuddelt? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist. Ja, gut, dann fragt man sich nur, hat er Angst, dass wenn sowas passiert ist, dass man herausfindet, wo oder was? Ich sage ja nicht, dass es so ist. Man fragt sich dann aber nur, alles ein bisschen auffällig hier in die Ecke und der ist so schnell da. Dann fragt man sich schon, hat jemand was zu verbergen? Ist doch mehr passiert? Aber wir können es nicht beweisen. Welche Zeit war das danach? Also ungefähr, wie lange war Gloria seitdem schon verschwunden, bis es zu dieser Situation kam, als sie dich dann nochmal aufgelauert hatten? Also Gloria war in Hünxe, war die einfache Beute, also Schafe, nicht mehr ungeschützt auf die Weide. Ja, auf jeden Fall nachts. Und da hat die halb gedacht, wohl Dämmerwald, ich meine, die haben mal Zeitungsberichte, die ist umgezogen. Nein, Dämmerwald, hör mal, das ist von ihr ursprüngliches Zentrum, wo die immer war, oder von die Grenze, wo die zwischen die Autobahn immer war, knapp mal 4 Kilometer entfernt. Nördlich Dämmerwald. Also die Risse, das ist nicht mal 2 Kilometer von die Grenze. Also das ist nur ein kleines Stück, was die dazugenommen hat. Die wollten die Wölfin überhaupt nicht da haben. Und wie ist das jetzt für dich? Ich meine, die haben dir ja im Grunde genommen ganz klar deutlich gemacht, dass Spazierengehen im Wald alleine gefährlich sein kann. Naja, ich glaube nur, wenn ich da laufe. Also für andere wird er sich so nicht so aufregen, glaube ich. Was macht das mit dir? Naja, da zeigt mir das vielleicht, doch weil vielleicht an den Verdacht auch was dran ist. Gibt es denn irgendwelche Untersuchungen in der Richtung, dass man wirklich rein faktisch und zielgerichtet sagt, man will herausfinden, warum sind die Wölfe verschwunden? Gibt es da gerade etwas? Nee, ich weiß, es ist Anzeige gemacht bei der Polizei, aber die können halt nichts machen. Was sollen die denn machen? Die können ja nicht den ganzen Wald. Also die Polizei hat ja keine Hinweise direkt, also keine Beweise, für den ist es schwierig und die werden wohl nicht viel machen. Wir können nur hoffen, dass es auf eine natürliche Art und Weise geschehen ist, oder? Dass die Wölfe weg sind. Aber wie realistisch ist das, dass sie einfach... Ja, bei einer, aber gut, dass da auch noch einer in die gleiche Zeit so alles aufeinander, so einen dreibeinigen Wolf, der Rüde ist auch weg, keiner von denen, also keine Wölfe mehr da. Ich hatte die erste immer auf Wildkameras fast jede Woche drauf. Und dann letztes Jahr überhaupt nicht mehr. Bis Ende Februar voriges Jahr habe ich auch noch deutlich die Gloria drauf, den Rüde drauf, weil die habe ich so oft drauf gehabt, dass ich die mittlerweile auch erkenne. Ich sehe, dass die es ist. Also bis Ende Februar letztes Jahr hatte ich die regelmäßig immer noch drauf. Und dann fing es an, dann ging die ja nach Dämmerwald und da war seitdem war viel Stress und waren die nicht mehr in ihr ursprüngliches Gebiet, wo die sich wohl wohlfühlten. Und in Dämmerwald, da hatte ich keine Kamera, das weiß ich dann nicht. Da gab es dann ein paar Risse und dann auf einmal dieses Video, sogenannten Wolf, der da springt. Naja, und den dreibeinigen Wolf und plötzlich nichts mehr. Eigentlich waren die beiden auch noch, der Rüde war noch, ich habe noch Aufnahmen bis Februar von auch den Rüde, also die waren beide zusammen noch, Gloria und der Partner, der zweite neue Partner, weil der erste war ja 2 Jahre davor so plötzlich verschwunden. Wer könnte der Wolf gewesen sein, also von dem du erzählt hast, der auf den 3 Beinen? Er hat das auf irgendeine Weise sein Bein verloren. Was weiß man denn darüber? Ja, nichts, weil solange man die Leiche, tote Tiere nicht findet, nicht untersuchen kann, solange weiß man natürlich nichts. Kann ein Wolf auf 3 Beinen existieren? Kann
ja, liegt an die Verletzung. Wie schwer ist die Verletzung, kann man so nicht sagen. Hätte man es verhindern können, dass Gloria und ihr Rudel bis in den Dämmerwald kommen? Nein, was verhindern kann man es nie. Das sind Wildtiere und das ursprüngliche Gebiet war auch nicht allzu groß. Die Möglichkeit war immer da. Die ersten Jahre blieb die immer zwischen die A2, A3 und A31 und die Lippe. Aber dass die Wölfe dann auch mal etwas über die Grenze gehen und ein paar Kilometer dazu, ein Stück dazu nehmen, ist eigentlich auch nicht so unüblich. Aber gut, in dem Moment, dass die in den Dämmerwald ankamen, war doch mehr Hass gegen die Wölfe war, auch wenn die vorher gar nicht da war. Ja, die hätte besser da wegbleiben sollen. Was denkst du denn persönlich? Denkst du, wir werden noch erleben, dass sie doch da sind, dass sie wiederkommen, dass sie existieren, oder glaubst du nicht? Nur das, was du Es kann glaubst. von die Jungwölfe die auch noch sein, dass da einer bleibt. Normal wandern die Jungwölfe ab, weil man ein eigenes Revier haben will. Wenn die Eltern aber nicht mehr leben, kann so ein Jungwolf auch da bleiben. Obwohl, dann hätte man... Es gibt aber auch darauf die letzte Zeit keine Hinweise mehr. Aber es ist möglich, dass da noch eins der Jungwölfe dann bleibt. Diese Jahreszeit tauchen immer wieder neue Wanderwölfe auf. Also dann kommt ein neuer dazu und dann hat man einfach wieder ein neues Rudel da irgendwann. Das wird nicht ausbleiben. Sollte man dann jetzt nicht wirklich jetzt die Zeit nutzen, statt über eine schnellere Entnahme zu sprechen, noch einmal darüber nachzudenken, was sind die besten Schutzmaßnahmen, die du ja schon so oft deklariert hast. Ich meine, ich weiß es ja, wir waren ja öffentlich draußen. Denkst du nicht auch, dass man gerade jetzt nochmal darüber nachdenken muss, wie kann Schutz aussehen, anstatt darüber nachdenken, sie zu töten? Man weiß mittlerweile, dass die meisten waren ja am Ende auch geschützt. Da passierte auch kaum noch was in Hünxe. Auch in Dämmerwald bei Scherme gab es auch mehrere gut geschützte Weiden und mit Ponys und Pferde und Schafe, was man sieht. Aber gut, es waren nun mal bestimmte Personen, die generell einfach tot haben wollen. Was macht das mit dir so, der ja ein ganz anderes Herangehensweise hat, der immer wollte, dass eine Brücke gebaut wird zwischen Wolfsgegnern und Wolfsfreunden? Was macht es mit dir, jetzt zu wissen, dass möglicherweise diese Wölfe nicht mehr wiederkommen, Gloria und ihr Rudel? Wie fühlst du dich dabei? Ja, das ist nicht wohl, aber man kann es nicht ändern. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Wir hatten auch viele Schäfer, mit denen ich, ja, wie heißt das, also gut klarkam, auch wenn die sich nicht freuten über den Wolf. Und ich meine, viele von den Schäfer haben sich nicht gefreut. Die wollten auch, die Gloria, die soll wegbleiben, wir brauchen die nicht. Trotzdem konnte man mit die Leute auch reden. Ich meine, es gab auch mal andere Wolfsschützvereine vielleicht, die ungefragt auf die Weiden gingen. Und ich habe die Erfahrung eigentlich, dass man mit die meisten Schäfer auch ganz gut reden konnte. Man die einfach fragt und erstmal, ich habe dann auch am ersten Mal beschimpfen die dich. Ja, du, deine Schuld, dass die Wölfe hier. Nee, ich habe die hier nicht, also das ist nicht meine Schuld, die sind einfach da. Aber wenn man dann fragt, ich klingel doch nett an oder ich frage doch, wir könnten Rat geben, wie man die Schafe besser schützen kann. Ich würde gerne eine Wildkamera bei Ihnen auf die Weide. Darf ich das? Am Ende eigentlich konnte man mit den meisten gut reden und wurde das auch erlaubt. Denkst du denn nicht, dass gerade jetzt, wo wir in der Situation sind, in einer sehr ungeklärten Situation, die einen sagen, gut, vielleicht sind sie wirklich weitergewandert, die anderen sagen vielleicht durch Verletzungen, durch Krankheiten, durch Hunger, keine Ahnung, die anderen sagen, vielleicht sind sie doch heimlich getötet worden. Denkst du denn nicht, dass man gerade jetzt nochmal darüber nachdenken sollte, wie man miteinander koexistieren kann? Könntest du zum Beispiel sagen... Erfahrung, erstens wegziehen tun die Wölfe nie. Ja? So ein Elternteil, die ziehen nicht aus ihrer Umgebung weg. Wo die Jahre leben, die bleiben da, bis die sterben. Natürlichen Tod ist natürlich möglich, aber alle gleichzeitig, das glaube ich jetzt nicht so. Und die Fakten, die deutlich zeigen, was passiert aufeinander, das
zielt so in die Richtung, dass da doch was anderes passiert ist. Aber und diese Person, ich habe den ja ein paar Mal getroffen, es gibt nun mal Leute, mit denen kann man reden, die sind vielleicht nicht froh, die Wölfe brauche ich nicht, aber letztendlich sagen die dann, ja okay, wir können ja doch miteinander reden, wie sollen wir es dann machen? Es gibt aber auch Personen, mit denen kann man nicht reden. Also würdest du denen heute immer noch sagen, gut, ich reiche euch die Hand, man könnte eine Anlaufstation gründen, wenn die Politik das will, wenn das Land das will, sodass wir miteinander zusammenarbeiten, um gleichzeitig die Weidetiere zu schützen, aber auch den Wolf zu erhalten. Würdest du dafür immer noch stehen und sagen, ich bin da, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, oder hast du aufgegeben? Nein, nee, wir bleiben immer natürlich bereit, aber ich glaube, es gibt immer Personen, die sind so hardcore, da bringt das nichts. Und mit Behörden und zusammen, ja, das Problem ist auch, es wurde die letzten Jahre jetzt nicht einfacher mit diesen Weidezaun und Fördergelder kriegen. Eigentlich ist es nur schwieriger geworden. Also fast so schwierig, dass man denkt, ey Leute, wollt ihr, dass die Schäfer es nicht mal mehr beantragen, weil es ist so schwierig? Das muss man dann auch wieder verstehen. Also ja, das muss man definitiv verstehen. Und ich finde es auch nicht fair, dass man es den Landwirten so schwer macht. Denn man könnte Möglichkeiten schaffen, dass sie auch bereit sind zu sagen, gut, wir hören uns das an, wir machen. Viele tun ja auch. Aber wenn sie in den Stich gelassen werden und wenn die Politik nicht mitzieht, dann werden wir wahrscheinlich niemals eine Friedenspfeife gemeinsam rauchen können, obwohl wir das ja immer wollten. Du vor allem. Aber wenn du jetzt heute drüber nachdenkst, du warst bereit, als junger Mann für deinen Wolf, für deinen Freund, eine lange Zeit obdachlos zu sein, auf der Straße zu leben. Heute, im fortgeschrittenen Alter, setzt du dich immer noch für Wölfe ein, du kämpfst für sie, aber auf eine faire Art und Weise. Du tust es, weil du diese Tiere liebst. Würdest du das alles noch einmal so machen? Oder würdest du sagen, rückblickend, nein, das würde ich mir selbst nicht nochmal antun? Diese, ich sag mal, auch Entbehrungen, diese Konflikte und diese Anfeindungen, denen du dich ausgeliefert hast, würdest du das nochmal tun? ja, ich glaube doch. Ja, wenn's nicht anders geht, dann doch definitiv. Was ist deine Hoffnung? Ja, man kann hoffen, also das meist Optimale kriegen wir eh nicht hin. Ich meine, wir können nicht jeder happy machen, sag ich mal. Aber möglich muss es sein, mit den Wolf zusammenzuleben. Viele Schäfer haben ja auch gesehen, okay, es ist natürlich für für mehr Arbeit, mehr Kosten, macht denen keinen Spaß. Also, dass die Wölfe das war für den besser ohne. Aber es geht. Und so, es gibt so viele Sachen im Leben, die man hinnehmen muss und gucken, wie es dann halt doch geht. Ja. Ja. Möchtest du den Leuten, die sich dafür interessieren, den Menschen da draußen vielleicht noch kurz etwas sagen, wenn sie sich über die Wölfe schlau machen wollen, was du leisten kannst, was sie tun können? Gibt es etwas, was du jetzt noch sagen möchtest? Ja, wir machen die Seminare, wir machen das gerne, man kann zu uns kommen dafür. Und für neue Sachen müssen wir halt nochmal einen Podcast machen, ne? Da gibt es noch so viele Details, über die wir reden könnten, und das werden wir ganz sicher tun. Und ansonsten kann ich nur sagen, Respekt vor deiner Arbeit, das bewundere ich. Deswegen bin ich auch immer dran geblieben. Also du hast meine wirklich absolute Hochachtung dafür. Und ich hoffe, dass du auch in Zukunft gesund und munter und heil durch diese Wälder spazieren kannst. Und dass sie dich in Ruhe lassen. Du bist kein Mann, der Angst hat. Das bist du nicht. Du bist kein Mann der Furcht. Aber dennoch hoffe ich, dass sie dich einfach in Frieden lassen. Denn alles, was du willst, ist, dass Mensch und Tier gemeinsam zusammen leben können. Und das, finde ich, hat Respekt verdient. Danke für deine Arbeit.